Ja, mit Fibromyalgie und meinen anderen Baustellen, da komme ich ja meistens ganz gut klar. Aber gesund bin ich natürlich nicht. Und deshalb probiere ich immer wieder mal neue Selbsthilfemethoden aus. Und dieses Mal waren es insgesamt 10, natürlich über einen längeren Zeitraum. Und fast alle waren ein Flop. Aber ein paar Dinge davon nutze ich doch, weil sie mir wirklich helfen. Und ich erzähle einfach mal, wie das gelaufen ist. Vielleicht ist ja auch für dich was dabei. Fangen wir mit dem an, was mich am meisten enttäuscht hat. Ich hatte die Idee, regelmäßig Blutplasma zu spenden, um zu testen, ob es mir mit einigen Symptomen helfen könnte. Denn ich hatte gelesen, dass dabei auch Antikörper entfernt werden. Und in diesem Video, da gehe ich auf den Zusammenhang zwischen Fibromyalgie und Antikörpern ein. Falls du davon noch nichts gehört hast, ist das bestimmt interessant. Inzwischen weiß ich aber, das ist gar nicht so klar, ob das beim Blutplasmaspenden überhaupt passiert. Es gibt keine Hinweise, dass regelmäßige Plasmaspenden bei Fibromyalgie da wirklich helfen. Mein Problem war aber ein ganz anderes. Ich wurde nämlich gar nicht erst zugelassen, weil ich dauerhaft Cortison nehmen muss. Und das hat mich natürlich getroffen. Ich hatte mir davon was versprochen. Ich wollte dieses Experiment gern durchführen. Hat nicht geklappt. Mich würde interessieren, ob jemand von euch das schon mal ausprobiert hat und da Erfahrung hat und irgendwas erzählen kann, ob ihr vielleicht auch verlässliche Infos habt, schreibt das gerne mal unter das Video. Und jetzt kommt der erste von 3 Punkten, der mir wirklich gut tut, und das ist mein Vagusnerv-Stimulationsgerät. Ich sag gleich, das vollbringt keine Wunder, aber ich merke ganz klar, ob ich es benutze oder nicht. Es gab nämlich jetzt eine Phase, in der ich irgendwie aus der Routine gekommen bin. Ich habe das Gerät fast gar nicht mehr benutzt und das habe ich dann aber auch ganz schnell gemerkt. Ich war wieder viel aufgewühlter, ich stand ständig unter Strom und ich war dauernd irgendwie in Gange, egal wie wenig Energie ich hatte. Und mit dem Gerät, da bin ich spürbar ruhiger, da bin ich einfach, ja, gelassener. Also es ist nicht richtig, wenn ich sage, ich bin gelassen, aber ich bin etwas gelassener. Es ist nicht perfekt, aber wie gesagt, besser. Und wenn du mehr über das Gerät wissen möchtest, den Link findest du in der Videobeschreibung mit einem 10% Rabatt. Ja, nun zu meinem nächsten Experiment. Hast du schon mal von Alpha Cooling gehört? Das ist ein spezielles Kälteverfahren, bei der die Handflächen gezielt mit Kälte und mit leichtem Unterdruck behandelt werden. Und dadurch wird die Körpertemperatur sanft gesenkt und regenerative Prozesse wie Schmerzlinderung, Entzündungshemmung und Stressabbau, die werden dabei aktiviert. Und das Ganze soll eigentlich innerhalb weniger Stunden schon wirken und ich habe es ausprobiert. Bei mir passierte leider gar nichts, das hatte null Effekt, also überhaupt keine Veränderung. Aber es gibt Menschen, bei denen das erstaunlich viel bewirkt hat. Und deshalb bin ich überhaupt auch drauf gekommen. Zum Beispiel Inge, das ist eine meiner Klientinnen und die hat mir geschrieben, und ich darf das hier veröffentlichen: Bereits nach einer Anwendung wurde ich abends um 22 Uhr richtig müde und konnte bis morgens durchschlafen. Inzwischen habe ich 7 Anwendungen gemacht, es wird immer besser. Ich habe wieder Kraft, um den Alltag zu bewältigen, und sogar meine Verdauung hat sich verbessert. Ja, und auch eine andere Betroffene berichtete mir von einem schmerzfreien Tag direkt nach der ersten Anwendung. Mittlerweile übernehmen nach meinen Informationen sogar manche Kassen die Kosten dafür. Und wer sich dafür interessiert, kann einfach mal bei Alpha Cooling nachfragen, am besten bei Google eingeben und dann einfach mal suchen, ob da irgendwas in der Nähe ist. Es gibt nämlich inzwischen viele Stellen, die das anbieten. Ja, gibt es unter euch jemanden, der das auch schon mal ausprobiert hat, außer jetzt Inge und diese andere Betroffene? Vielleicht gibt es ja da noch jemanden, der das auch erfahren hat und davon berichten kann. Ja, die nächste Sache, die ich gemacht habe. Ich habe fast 3 Monate lang jeden Tag auf einer Akupressurmatte gelegen, in der Hoffnung, dass es mir irgendwie hilft. Aber leider hat sich auch da gar nichts getan. Ich war wirklich emsig, ich war sehr konsequent, aber am Ende dann auch wieder enttäuscht natürlich. Jetzt liegt die Matte hier irgendwie rum und ist eigentlich nur im Weg, und gleichzeitig weiß ich, es gibt Betroffene, denen die Matte wirklich hilft. Zum Beispiel beim Schlaf oder bei der Durchblutung. Es gibt ja diese Rückmeldungen. Und wenn du von einer Akupressurmatte profitierst, dann schreib das doch mal in die Kommentare. Das ist bestimmt für andere interessant. Ja, nun zu PEA. Kennst du PEA? Das steht für Palmitoylethanolamid. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausgesprochen habe. Ich rede jetzt nur noch von PEA. Das ist ein körpereigener Stoff, der bei Schmerzen und Entzündungen helfen soll. Und ich bin drauf gekommen, weil mir jemand aus der Community erzählt hat, dass es bei Schmerzen hilft.
Ich habe dann auch dies selbst 3 Monate lang getestet. Ein sehr hochwertiges Produkt hatte ich da. Das war wirklich nicht billig und ich habe mir da auch natürlich was von erhofft, aber es gab bei mir auch da keine Veränderung, aber wirklich auch gar keine Veränderung. Und in den Kommentaren hier auf YouTube, da habe ich das auch schon das ein oder andere Mal gelesen, dass es vielen ähnlich ging. Aber es gibt immer auch mal positive Berichte und deshalb interessiert mich, hast du PEA oder PEA schon mal ausprobiert? Und wenn ja, wenn du das kennst, wie war deine Erfahrung damit? Machen wir weiter mit meinem nächsten Experiment. Das ist das Q10 gewesen. Da berichten ja auch andere durchaus mal von einem Energieschub und 3 Monate habe ich auch das genommen. Natürlich alles versetzt, zeitversetzt. Ich spreche über einen langen Zeitraum, der gewesen ist. Ich habe es täglich und in guter Qualität eingenommen. Ich hatte gehofft, vielleicht über diesen Weg ein bisschen mehr Energie zu bekommen, denn das ist ja immer noch mein Problem. Aber das hängt bei mir, ich weiß das ja auch, mit dem Cortisonmangel zusammen. Aber ich dachte, vielleicht pusht mich das Q10 ja ein bisschen, ich probiere das mal aus. Aber bei mir hat sich da leider gar nichts getan und deshalb nehme ich das heute auch nicht mehr. Ja, und jetzt zu einem Experiment, das ganz schnell wieder vorbei war. Ich glaube, ich weiß nicht, das hat nur ein paar Minuten gedauert. Und zwar geht es jetzt um eine Gewichtsdecke. Das war ein Geschenk von meinem Sohn und er hat es natürlich ganz lieb und nett gemeint. Aber ehrlich gesagt, ich fand es nur schrecklich. Ich fand es so schrecklich. Ich habe das keine 5 Minuten ausgehalten. Ich habe mich bemüht, aber das ging einfach überhaupt nicht. Und besonders an den Füßen fand ich das furchtbar. Dieses Gefühl, das war kaum zu ertragen für mich. Ich kann auch überhaupt nicht verstehen, wie einem das gut tun soll. Aber auch hier weiß ich, dass es einfach Menschen gibt, die genau dieses Gefühl lieben und sich damit sicherer vielleicht fühlen oder ruhiger fühlen. Ich weiß es nicht. Und vielleicht gehörst du ja dazu. Dann schreib doch mal, wie dir die Decke da hilft, wie das sein kann, dass ich da so gar nichts merke und das einfach eher abgeneigt bin und dir es hilft. Das würde mich wirklich interessieren. In meinem nächsten Punkt, da geht es um Eiweiß. Und das ist eine Sache, die bei chronischen Erkrankungen ja häufig zu kurz kommt. Ich hatte lange Zeit den Eindruck, dass ich meinen Eiweißbedarf nicht zuverlässig decke, auch wenn ich Fleisch und Eier esse. Ja, und pflanzliche Eiweißquellen wie Linsen oder Erbsen und sowas, das esse ich ja alles durch meine kohlenhydratarme Ernährung sowieso nicht. Also habe ich viele Proteinpulver getestet, aber leider keins vertragen und auch nicht die pflanzlichen. Ich habe mich da querbeet durchgetestet, habe einige angebrochene hier jetzt rumstehen und dann habe ich irgendwann einen Tipp bekommen für dieses laktosefreie Whey-Isolat und das vertrage ich auch im Bauch super gut. Das nehme ich jetzt ab und zu ergänzen. Und ob das jetzt wirklich was verändert hat, das lässt sich natürlich schwer sagen, denn ich muss sagen, ich hatte mir auch da einen deutlicheren Effekt versprochen und deshalb gehört das Proteinpulver jetzt nicht zu meinen Top-Punkten hier in diesem Video, aber ich finde, die Eiweißversorgung ist ein wichtiger Baustein, besonders bei chronischen Erkrankungen und ich nehme das ab und zu wirklich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin am Tag jetzt nicht so gut abgedeckt, dann nehme ich das schon mal dazu. Und falls du auch ein gutes Pulver suchst, ich setze das in die Videobeschreibung, auch da gibt es einen kleinen Rabattcode. Mein nächstes Experiment ist zugegebenermaßen schon einige Jahre her. Es geht um das Massagegerät von Donnerberg und ich bin wirklich froh, dass ich das habe. Denn auch jetzt nach meinem Lendenwirbelbruch vor 1,5 Jahren habe ich eine neue Schmerzbaustelle. Und wenn es mal schlimmer ist, dann lege ich das Gerät an für 10 bis 15 Minuten und ich spüre dann wirklich immer eine deutliche Entlastung. Ich kann das nicht anders sagen, ich kann nur sagen, wie es bei mir ist. Natürlich kann das bei jedem anders sein, das muss man einfach ausprobieren und der Hersteller gibt ja 7 Jahre Garantie und du kannst es auch 30 Tage testen und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es zurückgeben. Da findest du auch in der Beschreibung einen Link und einen 10% Rabattcode, falls das für dich interessant ist. Die nächste Sache bezeichne ich auch jetzt einfach mal als Experiment, etwas, was mir auch hilft, auch wenn ich es nicht liebe, im Gegenteil, es ist Bewegung. Ich mache das nicht aus Spaß. Ich finde das nicht schön, aber es hilft mir. Und ich mache es auch wegen meiner Knochendichte. Ich habe ja Osteoporose. Und im letzten Jahr habe ich wieder gemerkt, wenn ich mich zu wenig bewege, dann geht es mir deutlich schlechter. Das ist natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, sondern langfristig. Dann merke ich einfach, ich bin einfach beeinträchtigter. Und
Wenn ich mich regelmäßig bewege, dann bin ich fitter, dann geht es mir besser, ich bin besser drauf. Und da ist es auch, es müssen keine tollen Sachen sein. Ich gehe spazieren, ich tanze zwischendurch mal, wenn ich meine, ich muss was machen. Oder ich habe vielleicht ein paar Kohlenhydrate gegessen, die ich abbauen muss. Dann gehe ich auch mal einfach mal in eine Runde tanzen. Ich nutze manchmal den Hula-Hoop-Reifen oder was ich ja auch mache, jeden Morgen joggen im Schneckentempo. Und das wirkt sich einfach aus auf mein allgemeines Wohlbefinden. Das ist einfach so. Da gehe ich auch in diesem Video drauf ein, falls du da Tipps brauchst, wenn du da interessiert bist, dann schau einfach mal in dieses Video rein. Ja, zum Schluss noch 3 Dinge, die mich schon lange begleiten und die wirklich einen großen Unterschied für mich machen. Das erste ist meine Gesichtspflege. Meine Haut im Gesicht, die reagiert irgendwie empfindlich auf vielerlei Inhaltsstoffe. Ich weiß nicht warum und welche genau. Das kennen wohl viele mit chronischen Erkrankungen, oder? Und seit Jahren nutze ich deshalb fürs Gesicht MySalifri-Produkte. Und das ist eine biozertifizierte Pflege. Und dieses Video hier, das wird von MySalifri unterstützt und deshalb an dieser Stelle nochmals wieder vielen Dank. Den Shop-Link und auch einen kleinen Rabatt findest du in der Beschreibung. Ja, und außerdem dann noch zu nennen die Ernährung, die kann ein enormer Hebel sein, gerade bei chronischen Erkrankungen. Auch bei Fibromyalgie kann Ernährung, wenn sie etwas spezieller umgesetzt wird, wirklich hilfreich sein. Und wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dann schau einfach mal hier rein. Und schließlich noch Magnesium, ein Mineralstoff, der wirklich sehr unterstützen kann. Gerade bei Fibromyalgie, da berichten viele Betroffene von einem positiven Effekt. Wenn dich das interessiert, schau in das untere Video. Ja, schön, dass du dabei warst. Bis bald.